Hallo und herzlich willkommen bei Banished, einem Spiel, das 2014 auf den Markt kam. Und ich habe nach langer Zeit wieder mal Lust, das Originalspiel zu spielen. Und das machen wir jetzt auch. Und das kann für jemanden, der es nicht kennt, eine interessante Geschichte werden. Schauen wir mal. Wie nennen wir die Stadt? Wir nennen sie Original City. Und wir können uns verschiedenste Codierungen für die Karte aussuchen. Machen wir einfach eine 3. Dann wählen wir die Valleys und eine lange Karte, eine große Karte, die allerdings, wie wir bald sehen werden, gar nicht so groß ist. Die Bedingungen fair. Die Desaster schalte ich aus, weil das Spiel ist so schon schwer genug. Und Startbedingungen gibt es auch 3. Ich wähle die mittlere Medium. Und damit beginnt die Rechnerei für die Karte. Banished startete 2014 und für die, die es nicht kennen, in dem Spiel geht es darum, dass eine Gruppe von Leuten ausgestoßen wurde und es gilt, diesen Leuten das Überleben zu sichern. Und das ist keine so einfache Angelegenheit. Wir haben beim Medium bereits ein Lagerhaus. Da gibt es die Kartoffeln zum Essen und es gibt Werkzeuge und die Mäntel. Und wir haben ein wenig Material mit einem Bauplatz und müssen jetzt dafür sorgen, das zeigt uns das Haussystem, Symbol, dass die Leute irgendwo schlafen können müssen. Das ist es aber noch nicht wirklich, weil wir müssen für Nahrung sorgen, weil die Kartoffeln, die es da gibt, die sind bald weg. Und wir müssen entsprechende Häuser bauen. Wir brauchen Werkzeuge und. Das Interessante ist, das Ganze ist 2014 herausgekommen und ist seither im Prinzip eine Vorlage für viele ähnliche Aufbauspiele. Das hat ein einziger Entwickler so zwecks Gaudium aufgebaut und der hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Es ist zwar so, wir schauen uns das gleich an, weil ich werde das entsprechend vorbereiten, dass das Ganze in Tabellen läuft. Also man könnte das noch viel eleganter lösen. Aber es zeigt, dass das auch sehr übersichtlich ist und man kann die einzelnen Karten und Einheiten verschieben, wohin man will. Und ich habe das Spiel schon sehr oft benutzt, allerdings in der letzten Zeit eher mit Mods, wodurch eine viel größere Karte möglich ist und natürlich kann man dann ganz andere Ziele verfolgen, wie zum Beispiel besonders viele Einwohner. Und ich werde hier mal die Grundeinstellungen erweitern, damit ich nicht sofort Engpässe habe. Allerdings wird das Ganze für mich auch sehr spannend werden, weil in der Originalversion habe ich das schon lange nicht mehr gehabt. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir müssen einmal schauen, wie es bei der Karte ist. Wir haben hier Wasser, da können wir die Fischerei ausprobieren. Wir brauchen auf jeden Fall Holz und Eisen sowie Steine, weil aus diesen 3 Komponenten baut sich alles zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung und wir schauen einmal, wo wir was unterbringen können. Dieser Platz ist zum Beispiel sehr gut für den Kräuterpfarrer, Herbalist im Original genannt. Das geht sich nämlich schön aus. Das werden wir machen. Wir werden außerdem schauen, ob wir genug Platz für Obst und Gemüse haben. Ich nehme da immer 15 mal 15. Und der Vorteil ist, diese Fläche war sofort zur Verfügung. Das heißt, ich brauche hier keine Zeit vergeuden,
mit irgendwelchen Baumaßnahmen, wie zum Beispiel hier. Das sind 26 Schritte notwendig, damit dieses Feld benutzt werden kann. Das hier ist sofort zur Verfügung. Weizen oder Pfeffer. Ich wähle Weizen. Und dann brauchen wir 2 Farmer. So, und damit können wir für dieses Jahr bereits die Ernte einfahren. Und das geht natürlich dann sehr schnell. Eine Möglichkeit ist dann auch, den Fischer zusätzlich einzusetzen. Aber der Fischer bringt nicht so viel wie der Sammler. Und daher werden wir uns jetzt überlegen, ob wir hier... Jo, das könnte sich ausgehen, aber es ist wahrscheinlich hier ist es noch viel besser. Wir brauchen Holz. Für das Holz ist einerseits der Förster zuständig, den ich hier mitgebaut habe. Da ist er. Und ich brauche außerdem, mal schauen, wo ist das? Da ist das. Ich brauche außerdem, da können wir gleich den Weg bauen. So. Den Holzhacker, weil der Holzhacker sorgt dafür, dass ich entsprechendes Baumaterial habe. Beziehungsweise auch Heizöl. Heizöl ist Heizmaterial. Heizöl ist in diesem Spiel kein Thema. Die Kohle kommt. Die Kohle ist wichtig, dass man die besseren Werkzeuge produzieren kann, aber das ist am Anfang noch kein Thema. So, dann werde ich hier einen Bauplatz einrichten. Das Wesentliche bei Banished ist Effizienz. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Förster hierher zu geben und zum Beispiel den Holzhacker darüber. Weil das würde bedeuten, dass es unheimlich lange Wege gibt und dann wird das nicht funktionieren. So, ich habe gesagt, der Sammler ist sehr effizient. Jetzt schauen wir noch, wo die sind. Das ist... Werden wir den Sammler... da gehöre ich her. So. Der Sammler streift durch den Wald und findet Wurzeln und diverse Pflanzen und das ist eine sehr effektive Methode, um zur Nahrung zu kommen. Und zwar viel effektiver, als man glauben würde. Nur ist auch hier wieder die Effizienz das Thema. Schauen wir mal. Ja, da komme ich nicht hin. Bauen wir gleich ein Lager. Das ist zwar sehr teuer mit 48 Holz, aber wenn der Sammler jedes Mal, wenn er was gefunden hat, dorthin gehen muss, zu diesem Lagerhaus und wieder zurück, dann ist das nicht effizient. Wenn er da aber gleich das Lager hat, dann kann er sofort loslegen. Und daher machen wir das so. Und dann bauen wir hier die ersten Häuser. Und außerdem bauen wir 2 Häuser hier bei den Feldern, weil hier gilt das Gleiche. Wenn die Leute zum Beispiel hier zu Hause wären und da ist das Feld, dann wird das mit 2 Leuten pro Feld nicht funktionieren. So, wir haben jetzt einmal die Grundbasis für die Nahrung, wobei das zweite Feld wird wahrscheinlich zu spät fertig werden. Wir haben die Verbindung zum Holzfäller und zum Förster. Wir haben zusätzliche Ernährung eingerichtet. Das ist wichtig, weil das Feld wird einmal geerntet und dann muss man irgendwie den Winter überleben. Und den Winter überleben, Winter is coming, wie man aus Game of Thrones weiß, das ist eine Herausforderung in diesem Spiel. Und wie wir auch sehen, gibt es hier sehr, sehr viele Berge.
Die sind zwar einerseits gut, weil dann kann man Minen bauen und bei der Mine gibt es dann Eisen und Kohle, aber man hat nicht wirklich viel Platz und das heißt, man muss genau planen, wo man was unterbringen will. Und Planung ist ein wesentlicher Punkt. Wir werden nämlich sehr bald, das können wir gleich da machen, den Schmied brauchen. Den können wir jetzt noch pausieren, weil wir noch nicht genug Baumaterial haben. Wir brauchen auch den Schneider, weil ohne Schneider gibt es keine warme Kleidung und die Leute werden erfrieren. Und sie neigen dazu, sehr schnell zu erfrieren, wenn nicht alles passt. Wir sehen auch hier, dass sehr viele Steine hier zu finden sind. Das ist sehr positiv, weil die brauchen wir zum Bauen. Die kleineren Steine, das ist das Eisen. Können wir uns aus der Nähe anschauen. Eisen, Stein. Und die Bäume kann man natürlich zu Holz verarbeiten. Aber nicht hier unten, weil das wäre kontraproduktiv, weil da geht es darum, dass ein dichter Wald entsteht. Je dichter der Wald ist, desto mehr Holz werden wir zur Verfügung haben. So, die Planung setzen wir fort. Und zwar haben wir gesagt, wir brauchen den Kräuterpfarrer. Das können wir mit da machen. Der Kräuterpfarrer wohnt gleich daneben, damit das Ganze wieder Sinn macht. Außerdem werden wir hier noch zusätzlich den Bauplan, magst du nicht, den Bauplatz einrichten. So. Weil hier sieht man auch, hier gibt es sehr viele Steine, die kann man hier einsammeln und das ist sehr wichtig, gerade in der Anfangszeit braucht man viele Steine. Und ich werde nachher dann, wenn wir genug Baumaterial und Leute haben, einen kleinen Trick verraten für diejenigen, die das Spiel schon kennen und vielleicht auch das Problem hatten, weil wir sehen, dass hier sehr viele freie Flächen sind. Das heißt, es macht Sinn, wenn man hier einen Förster einsetzt, aber am Anfang hat man zu wenige Leute dafür. Und damit die Leute nicht kreuz und quer rennen, werden wir das auch einmal pausieren, weil wichtiger ist jetzt einmal der Sammler und die Holzproduktion. So, wir könnten dann für die spätere Phase schauen, ob es hier irgendwo Minen geben kann. Die gibt's. Man sieht es, hier ist es rot, da geht nichts. Und sobald es weiß wird, kann man eine Mine einrichten. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel Kohle besorgen. Ah, ich habe dich gesehen. Irgendwo hat er da umgeschaltet. Ja, wusste ich es doch. So, die zwei müssen reichen. Was man auch machen kann, ist den Steinbruch einzurichten. Nur wir sehen, dass hier sehr, sehr viele Steine liegen und die können wir nutzen. Und damit sollten wir eigentlich die Basis haben. Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben und das überleben. Wichtig ist auch die Schule, weil mit der Schule gibt es mehr Bildung und gebildete Leute arbeiten effektiver. Das ist etwas, was durchaus auch in der Gegenwart gilt. Und jo, dann würde ich sagen, wir schauen uns das einmal in Ruhe an, damit es nicht ganz so zäh ist mit 5-facher Geschwindigkeit, weil dann geht was weiter. Und es werden zwei Leute sich gleich, die sehen wir hier, um das Feld kümmern. Wir schauen uns da links oben an die Informationen. Wie viel Holz haben wir? Wie viel Brennholz haben wir?
Wie viel gibt es zum Essen? Das ist am Anfang ein ganz wichtiges Thema. Wenn es da gegen Null geht, fangen die Leute an zu sterben. Und das geht schneller, als man glaubt. Darunter der Alkohol ist momentan kein Thema. Ja, was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich einen Jäger brauche, weil der Jäger sorgt für Felle und mit den Fellen kann man Kleidung machen. Das werde ich jetzt auch noch vornehmen. Aber die Frage ist, wo gebe ich ihn hin? Da sieht man, da wird schon der Platz für die einzelnen Gebäude vorbereitet. Da könnte ich ihn hergeben, aber da verliere ich sehr viel Platz. Der optimale Platz ist für den Herrn da eher nicht vorrätig. Am ehesten noch hier. Probieren wir den Pfeffer auch noch. Dann brauche ich aber 4 Leute für 2 Felder. Das ist am Anfang immer das Problem. Wir haben rechts oben das Protokoll, da wird angezeigt, was sich tut. Zum Beispiel, wenn jemand stirbt. Das passiert relativ schnell. Vielleicht am Anfang auch dazu gesagt, ja, ich muss natürlich 2 Bauarbeiter auch vorbereiten, weil ansonsten werden diese Gebäude nicht errichtet. Die Grundbasis, die Grundüberlegung dieses Spiels ist das 14. Jahrhundert. Das ist das Mittelalter und interessant dabei ist, jetzt sehen wir hier die ersten Einträge und die erste Meldung, dass etwas fehlt, nämlich Holz. Das ist keine Überraschung, es fehlen die Baumstämme. Hier sehen wir, das Feld ist schon gut bestückt. Also das könnte eine gute Ernte geben, wenn es nicht zu viel regnet. Jetzt schauen wir mal. Der Förster ist gleich fertig. Und er ist fertig. Ich werde 2 zuweisen, weil Holz ist jetzt einmal ganz wichtig. Als nächstes kommt der Holzfäller für das Brennholz. Aber wir sehen wir haben noch 200, wir brauchen ihn jetzt noch nicht freischalten. Es ist immer das Problem am Anfang, dass auch die Leute fehlen. Aha, das Lager ist aber sehr schnell errichtet. Also sobald ich hier diese Gerüststruktur sehe, bedeutet das, dass das Gebäude bereits gebaut werden kann. Es ist alles vorhanden. Das heißt, man sieht hier, wie viel Holz, wie viel Stein benötigt wird. Und jeder, der schon Banished gespielt hat, der weiß, dass das mit dem Material eine wirkliche Herausforderung ist. Weil das Gemeine ist, es gibt keinen Krieg, es gibt sonst keine Probleme, aber man kann auch zum Beispiel 150 Leute haben, es funktioniert alles perfekt, es gibt genug zu essen und dann fehlt nur irgendein Detail und alles bricht in sich zusammen. Wenn ich zum Beispiel keine Felle habe, kann ich keine Kleidung machen und die Leute werden erfrieren. So, ich werde einen Sammler einschalten. Ja, aber das Feld schaut auch ganz gut aus. Also wir sind im Sommer. Das könnten 2 gute Ernten sein. Wo ist denn das? Ja, wird auch schon gebaut. Das Lager ist gleich fertig. Das ist sehr schnell. Also da ist viel Material vorrätig, weil das ist oft eine Geschichte, die lange dauert. Wobei man jetzt eines machen kann, das werden wir jetzt machen, wir werden diese Bäume hier fällen. Und diese auch, weil Holz ist am Anfang Mangelware.
So, da ist das Material eigentlich schon organisiert. Dann können wir hier auch schon den Kräuterpfarrer vorbereiten. Der Kräuterpfarrer sammelt im Wald die Heilpflanzen und die Leute kommen zu ihm und lassen sich entsprechend versorgen. Und das Interessante ist zum Beispiel, wir haben jetzt Mai 2023, das heißt, das Spiel hat fast ein Jahrzehnt am Buckel. Und im Herbst 22 ist eine Demo rausgekommen von Manor Lords, einem Spiel, das ebenfalls an das 14. Jahrhundert angelehnt ist. Und wer Banished gespielt hat, der wird sich wundern, weil da kommt ihm einiges sehr bekannt vor. Und das zeigt, dass dieses Spiel eine beliebte Vorlage wurde. So, schauen wir mal, wie weit wir jetzt sind. Da ist ja schon das erste Haus. Positiv, wenn es ein Haus gibt, dann kann man auch die Leute unterbringen. Negativ ist, und er meldet es auch schon, dass sobald ich die Häuser habe, müssen die beheizt werden. Und sobald ich beheizen muss, brauche ich auch ein Brennholz. Also schalten wir jetzt den Holzhacker ein. Der wird aber bald jammern, dass er nicht genug Holz hat. Darum haben wir auch den Auftrag gegeben, dass die Bäume gefällt werden sollen. Und was auch wichtig ist, die Bauern werden automatisch zu Arbeitern, sobald sie am Feld nichts mehr zu tun haben. Wir sehen, da wird schon geerntet. Da ist die Ernte gerade erst begonnen worden. Das heißt, das hängt von der Frucht ab, was man verwendet. Es gibt 8 verschiedene für das Feld und es gibt 8 verschiedene Obstbäume, die man auswählen kann. So, der Jäger wird dann auch bald ein Thema werden. Und jetzt sind nur mehr 6 Leute obdachlos. Also wir haben da schon einiges erreicht. Und damit ist der Start fürs Erste gelungen. Und wir schauen uns dann an in der nächsten Folge, wie wir den ersten Winter überleben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.